Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute ein sehr spannendes, interessantes Video, wie ich finde. Wir haben hier insgesamt die Auswertung von 74.000 Spielern von allen verschiedenen Nationen, Servern zusammengefasst und davon die skurrilsten Chars rausgesucht, geordnet, je nach dem, wo drin sie halt sehr gut sind, was sie so geskillt haben. Das geht von höchste Glück bis zu höchste Glass Cannon, bis zu höchste Ausdauer geskillt, höchste Ehre, höchstes Level, alles werdet ihr heute in diesem Video sehen hier. Das Ganze wurde ausgewertet vom guten Basi, den kennt ihr bereits schon, das ist der Spieler, den wir mal im Video hatten mit dem 600er Free-to-Play-Char. Lasst da sehr gerne mal eure Grüße da, und der hatte das Ganze ausgewertet und auch in einem Video gezeigt. Ich lese euch mal kurz, bevor es losgeht, einen kleinen Text vor von ihm. Ich habe von jedem einzelnen Server die Top 250 Spieler gescannt und ausgewertet, insgesamt über 74.000 Spieler. Nur das Spieler-Scannen hat fast 11 Stunden gedauert und ich habe dafür die Nacht durchgemacht, damit ich die Auswertungen machen konnte bei den jeweiligen Server-Resets, damit es am genauesten ist. Bin mittlerweile fast 40 Stunden wach. Lol. Ja. Also er hat sich hier richtig viel Arbeit gemacht und hatte, wie gesagt, das auch auf seinem Channel nochmal in einem Video zusammengefasst. Guckt da gerne auch vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Lasst ihn für die krasse Arbeit auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da. Schöne Grüße. Und wir gehen das Ganze jetzt auch nochmal durch. Ich durfte das bei mir im Video auch zeigen und euch präsentieren. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Wir haben hier ganz viele verschiedene Sachen am Start. Und anfangen tun wir hier mit dem Donar. Ja, das ist der Char, also man muss dazu sagen, das ist alles Stand 3.1.2023. Wir haben heute den 10. Ist jetzt schon ein paar Tage her, aber kam jetzt noch ein bisschen immer was dazwischen. Und 3.1. ist der Stand, also ist fast frisch, würde ich mal so sagen. Ne? Für so eine Rekorde, da braucht man auch ein bisschen, bis man sowas auf die Beine gestellt hat. Und zwar ist der Donar derjenige, der am meisten Basisglück hat. Hier, ich zeige euch das immer noch mal in der Liste. Das sind die höchsten Spieler weltweit, die am meisten Glück geskillt haben. Und Donar ist da auf Platz 1 momentan auf s19.de. Ja, und wir gucken hier auf seinen Char. Er hat hier 45.000 Basisglück geskillt. Ja, Ausdauer hat er 10.000 weniger drin als ein Glück. Das ist schon mal sehr verwunderlich. 38 und 35 in seinen Hauptattributen und einfach 45 in Glück. Ja, und hier hat er 45 und am 3.1. hatte er 44,3. Das heißt, er macht auch ununterbrochen einfach weiter und geht hier seinem Plan nach, welcher das auch immer ist. Es bringt absolut nichts, aber es ist lustig zum Anschauen. Ja, deswegen mach auf jeden Fall weiter so. Dann der nächste, den wir auf der Liste haben, ist derjenige mit der höchsten Festungsehre im ganzen Spiel. Ja, und diejenigen, die Top 19, die dann, ja, auch danach dann folgen, mit der meisten Festungsehre, und der befindet sich auf meinem Server, oder wo mein Battlemate spielt, auf W27. Ciao, heißt derjenige, gucken wir drauf, in der Festung, ja, 216k Ehre hat er hier bereits gefarmt, 30er Mount, kaum Pots drinne. Ich weiß nicht, ob da vielleicht was im Hintergrund läuft, was vielleicht die Fights, die Festungsfights eventuell für ihn übernimmt oder so. Ich will da natürlich auch nichts irgendwie hier aufstellen, so, aber ja, könnte gut möglich sein bei der Anzahl an Kämpfen, die er jetzt hier bereits hat. Wir können ja mal gucken, wo ich mich befinde. Ich habe 5000, ja, ich habe für das Achievement gefarmt und danach habe ich aufgehört hier auf dem Server. Ja, so viel dazu. Also derjenige mit am meisten Festungsehre befindet sich auf W27. Dann derjenige mit am meisten Ehre im Spiel ist der Mistral 001, befindet sich auf S1 Japan. Ja, hat hier 2,56 Millionen Ehre zusammengefarmt. Hier auch wieder die Top 19 mit am meisten Ehre im ganzen Spiel.
Also auch auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Leistung. Das sind erstmal so die Statistiken. Jetzt wird es langsam lustig mit den, also jetzt, ne, das Glücksding war auch schon cool irgendwo, aber jetzt wird es lustiger, sag ich mal. Denn jetzt geht es um die Ratios, also wie was irgendwie verteilt ist. So. Und da fangen wir an mit der schlechtesten Ratio und die Gewichtung liegt auf Ausdauer. Da sehen wir, da haben wir den Mozone hier schon am Start. Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, der hat sich ja ein Projektchar gemacht auf W53 als Magier und zur Aufgabe gemacht, so wenig wie möglich Main-Attribut zu farmen und so viel wie möglich Ausdauer. Die, wie gesagt, das ist jetzt hier geordnet nach der Gewichtung zwecks der Ratio, also das Verhältnis zwischen Ausdauer und dem Main-Attribut. So. Deswegen, weil der Mozone direkt gestartet hat, ist er ratiomäßig auf Platz 1. Aber es gibt auch Leute natürlich, wie hier zum Beispiel Bad Cat, auf Platz 2, die vielleicht nicht so ein Projektchar hatten von Anfang an, deswegen vielleicht ein bisschen mehr in Main hatten, aber schon deutlich, deutlich mehr in Ausdauer gepackt haben. Deswegen aber die Ratio nicht ganz so krass ist wie bei Mozone zum Beispiel. Deswegen habe ich jetzt mal hier den Bad Cat rausgesucht und ja, hat hier als Krieger ganze 3600 Basispunkte in Stärke und 72.000 Basispunkte in Ausdauer. Ja, also auch auf jeden Fall heftig, würde ich mal sagen. Keine Ahnung, ich finde es auch interessant, muss ich sagen, einen Krieger so auf so viel Ausdauer zu spielen, weil der skaliert ja somit am besten mit Ausdauer. Aber das ist natürlich auch alles andere als effektiv, ne? Das ist natürlich mehr so ein bisschen, ja, sag ich mal, halt eben so ein Projekt-Char-Ding, würde ich das fast betiteln irgendwie. Ja, jetzt kommen wir als nächstes jetzt ist es andersrum. Jetzt liegt die Gewichtung auf das Main-Attribut im Verhältnis zur Ausdauer. Also wer sehr squishy ist, aber viel Damage austeilt. Und da haben wir zum Beispiel hier die Glaskanone. Das sagt der Name schon, denke ich mal, dass das ein Projektchar ist, der ja, sehr viel auf Damage geht, aber auch nicht viel aushält. So. Und welche Klasse bietet sich da als erstes an? Ja, der Magier natürlich, der skaliert am besten mit Damage. So wie zum Beispiel jetzt andersrum der Krieger am besten mit Ausdauer skaliert hat. Ne? Also die Leute denken sich vielleicht auch schon ein bisschen was dabei. Und ja, auch wieder wahrscheinlich, weil das hier ein Projektchar ist, von Anfang an gespielt, ist hier die Ratio bei 99:1. Also deswegen ist hier die Gewichtung viel krasser als zum Beispiel bei Plasi. Ja, aber auch hier haben wir jemanden, der halt eben schon deutlich länger am Start ist mit 659. Ein absolut krankes Level auf jeden Fall. Und deswegen gucken wir mal zu ihm hier auf den Char. Und hier sehen wir bereits, ja, das scheppert ordentlich rein, würde ich mal sagen, wenn du davon getroffen wirst. Er hat hier auch wirklich, ja, die Intelligenzsachen angezogen. 3478er Intelligenzkeule am Start. Gut, die Spanne von der Waffe ist jetzt eine PvP-Spanne. Hat hier auch alles 20 Mal verbessert. Ja, also könnte man sagen, lange gespielt. Jetzt muss man so im Hinterkopf immer haben, ja, da war ja irgendwas gewesen mit dem Kristallbug, ne? Aber das RTL 2 ist schon Ewigkeiten draußen und mit dem Level würde ich auch sagen, da ist das auch gut und gerne auf jeden Fall möglich. Vor allen Dingen, man muss da auch zusagen, das fällt mir jetzt gerade ein, das sind ja auch größtenteils keine Epics. Das sind ja normale Gegenstände. Und die fressen bei weitem nicht so viele Ressourcen wie jetzt zum Beispiel ja, Legendary Items oder sowas. Ne? Hat hier zwar auch 20 drauf, ne? Aber das frisst hier nicht ganz so viele Ressourcen. Deswegen nehme ich da meine Aussage zurück vom Anfang. Das ist definitiv machbar, hier alles auf 20 plus zu haben. Ne? Aber alleine dieses Verhältnis Intelligenz zu Ausdauer, das ist krass. Ja, fast 200.000 Basis in Int drinne und 3.500 in Ausdauer. Also, das ist absolut gigantisch auf jeden Fall. Ich finde es sehr, sehr interessant, mal so zu sehen. Ne? Ja, dann kommen wir als nächstes zu ein paar Listen, die, ja, da habe ich jetzt nicht überall einen Char rausgesucht, weil die haben wir schon öfter mal gesehen. Zum Beispiel ist jetzt momentan Atze
auf S18.de, der höchste vom Level her. Kann jetzt sein, dass er wieder gestiegen ist um Level oder so, keine Ahnung, ist jetzt halt der 10. Das Ergebnis ist vom 3.1., keine Ahnung, aber das ist zu dem Stand jetzt der höchste gewesen. Der Atze, dann Dr. Darm, knapp hinter ihm. Ja, und dann halt eben auch noch viele weitere. Derafin sogar auf Platz 13 hier. Ja, Grüße gehen raus. Auch krass unterwegs. Irgendwo weiter unten müsste auch noch der Igne sein. Der hat sich das ja auch zur Aufgabe gemacht, auf XP zu grinden. Hat aber auch noch viele Dungeons halt eben offen. Keine Ahnung, wo er stehen würde vom Level her, wenn er die alle nehmen würde, die er noch offen hat. Ich weiß es nicht, aber trotzdem hier natürlich krasse Leistung mit dem Level. Also das sind die am höchsten momentan im ganzen Spiel sind. Ja. Dann haben wir als nächstes die höchsten von den Total Stats her. Ja. Also nicht die Basis-Stats, sondern Total Stats. Das heißt, da sind die Edelsteine, Ausrüstung, Verbesserungen mit inbegriffen und das quasi komplett summiert. Da ist natürlich der Strider ganz weit vorne. Das lässt er sich natürlich nicht nehmen. Brauchen wir jetzt auch nicht weiter zeigen. Ist ein krasser Char, haben wir schon oft genug gezeigt und deswegen da natürlich auch Grüße raus an der Stelle, heftig auf jeden Fall. Genauso im nächsten Bild hier, das sind momentan die höchsten Spieler mit am meisten Basiswert, das heißt ohne das Equipment, sondern nur die reinen verskillten Skillpunkte. Ja, der pure Basiswert geordnet danach und da ist Strider hier auch auf Platz 1, gefolgt von DFPS, ja, auf Platz 2, Scythe hier auf Platz 3, Furaken auf Platz 4, Viper auf der 5, Nachteule 6, dein Nachbar auf der 7, der hier schön gerundet hat, ja, ich denke mal, der wird ein bisschen was auf der hohen Kante liegen zu haben, denke ich mal, weil er hier so eine runden Nummern hat, wird er bestimmt ein bisschen was auf dem Konto haben, was er noch verskillen kann, denke ich mal. Ja, und halt hier auch eben bis Platz 19 runter, auch alles komplett aussortiert aus so vielen Spielern, deswegen Basi, Grüße gehen raus da an der Stelle. Das sind die höchsten in der Summe von den Basisstats her. Dann die höchsten in der Summe von den Basisstats in Ausdauer, auch hier natürlich Strider wieder vorne. Ja, also hat hier auch mehr Ausdauer als der ein oder andere Krieger auf jeden Fall. Ist natürlich auch jemand, der sehr gut reincasht. Hier ist zum Beispiel auch der Ignil am Start. So, dann haben wir als nächstes die höchsten Basispunkte im Hauptattribut. So, hier wird es nochmal interessant. Den Char habe ich auch nochmal rausgesucht, weil ich euch das auch zeigen wollte, weil das auch extreme Summen sind. Die Magier, das ist absolut krass. Ja? Sturmhexe ist hier auf Platz 1. Suchiro, den wir auch schon öfter mal im Auge hatten, der am meisten so Damage bzw. Statpunkte in Intelligenz und so hatte, ja, wurde jetzt überholt, zumindest von den Basis-Stats her von Sturmhex. Ich weiß nicht, wie es bei den Total-Stats aussieht, keine Ahnung, müsste man mal schauen, aber ich habe den Char hier auch nochmal rausgesucht und absolut krass, was das auch für ein Char ist. Wir haben hier 234.000 in Intelligenz und 6.200 in Ausdauer, also auch absolut krank, geht hier bald auf die 500.000 Intelligenzmarke bald zu. Das ist heftig. Und wenn ich hier so sehe, dass der gute Dude hier eine Waffe mit einer Zweierverbesserung gerade anhat, was ist da denn los? Ja, alle anderen Sachen auf plus 15. Ja, keine Ahnung, was mit der Waffe jetzt hier los ist. Vielleicht wartet er nochmal auf den nächsten Legit Dungeon. Keine Ahnung. Oder vielleicht hat er auch keine Kristalle, aber 2 plus 2er Verbesserung ist ja fast gar nichts. Alleine da kann man nochmal ordentlich was rausholen. Und vielleicht wartet er auch darauf, dass er hier die 500.000 rund kriegt oder so. Aber trotz dessen hat er ja noch ein bisschen Spielraum. Ne? Vom Verhältnis her krank auf jeden Fall. Und das sind erstmal so die Statistiken, die mir der Basi zugesendet hat. Die wollte ich euch sehr gerne mal zeigen. Heftige, lustige Chars auf jeden Fall dabei.
Und ja, vielen lieben Dank für die krasse Arbeit. Wie gesagt, der Link zu seinem Kanal bzw. zu dem Video ist unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Lasst ihm liebe Grüße da für die Arbeit. Und ja, das war's soweit. Vielleicht hat es euch gefallen. Würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen, wenn ihr hier einen Kommentar oder ein Like da lasst. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.